Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute werden wir mal was ganz Besonderes machen, denn wir werden uns auf einen der großen Online-Kaufportale umschauen. Ja, die Rede ist von keinem weniger als wie eBay Kleinanzeigen und bevor sie mich zerreißt, natürlich eBay Kleinanzeigen. eBay und Kleinanzeigen haben sich ja vor einiger Zeit getrennt, aber bei vielen ist es einfach noch im Kopf als eBay Kleinanzeigen und dort werden wir uns heute ein bisschen umschauen. Ja, wir sind auf der Suche nach ein paar guten Schnäppchen und ob das dann so wirklich gute Schnäppchen sind, ihr werdet es sehen, denn wir werden uns heute Funkkopfhörer anschauen. Ja, dabei werden wir auf keinen anderen als wir auf den Marktführer schauen, nämlich um Apple AirPods. Warum gerade Apple AirPods? Apple AirPods sind mit Abstand die am meisten gefälschten Produkte, die es so zu kaufen gibt. Und gerade auf so Handelsplattformen wie Kleinanzeigen, ja, Kleinanzeigen ist, glaube ich, so ein Thema für sich. Viele hassen es einfach. Warum, werden wir wahrscheinlich heute in der Folge auch sehen. Ja, worauf ihr da aufpassen müsst und was uns da hier alles begegnet, seid gespannt. Ich werde reagieren, was wir hier an Angeboten bekommen. Ja, wir steigen in die betrügerischen Welten von eBay Kleinanzeigen wie immer sofort nach dem Intro ein. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, werden wir uns heute um die Plattform Kleinanzeigen oder eBay Kleinanzeigen, wie es auch genannt wird, kümmern. Ja, wir werden uns da mal umschauen, was wir an AirPods da finden und ich bin schon ganz gespannt, was uns da alles über den Weg läuft. Ja, doch bevor wir starten, schauen wir noch mal ganz kurz, was es hier für Betrugsvarianten gibt. Ja, die eine Seite ist die Variante, wo ihr als Verkäufer eure Artikel bei Kleinanzeigen einstellt. Da gibt es Angriffe, wo ihr zum Beispiel sofort nach einer Minute eine Mitteilung bekommt, dass Interesse am Produkt ist. Ihr bekommt dann einen Link zugeschickt, dass angeblich der Kauf bezahlt worden ist. Ja, wenn ihr dann diesen Anweisungen folgt, dann ist nicht nur die Ware, sondern auch noch das Geld weg. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Ja, auf der zweiten Seite haben wir die Variante, die wir uns heute anschauen werden. Und zwar ist es die Form, wo ihr als Käufer unterwegs seid. Ihr wollt AirPods kaufen und was es hier für Angebote gibt und worauf wir achten müssen, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, ich habe hier schon mein Smartphone vorbereitet und wir schauen jetzt hier direkt mal rein. Kleinanzeigen habe ich schon offen. Ja, was wir hier so an tollen Produkten finden werden. Ja, ich habe hier einfach mal nach AirPods gesucht. In München, 60 Kilometer Umkreis, denn wenn Fake-Angebote eingestellt werden, nutzt man meistens größere Städte, ein bisschen im Umkreis, weil in der Stadt kennt niemand jeden so gegenseitig und wenn da irgendeiner was einstellt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal groß, dass man hier Käufer findet, weil, wie gesagt, man kennt sich ja nicht gegenseitig. Ja, ich aktualisiere das Ganze hier nochmal, vielleicht ist hier noch was dazugekommen und falls wir hier noch mal ein paar ganz interessante Sachen finden wollen. Ich habe hier in die Favoriten schon ein paar Artikel eingelegt. Das sind augenscheinlich gute Schnäppchen, aber ja, da hat es einen kleinen Haken. Doch, schauen wir jetzt einfach mal hier live rein, was wir hier für Angebote finden. Wir werden hier mal den Fokus nicht so auf diese einzelnen verkauften, die hier schon aus der Packung sind, raus machen, sondern was ganz interessant ist, das sind die, wo es heißt Originalverpackung, vielleicht schon älteres Modell und deutlich günstiger Preis. Da muss man schon mal wirklich vorsichtig sein. Ja, was hier auch manchmal recht seltsam ist, sind diese einzelnen AirPods. Ja, es kann natürlich sein, dass hier welche verloren gegangen sind und wir versuchen dann welche einfach diesen einzelnen Kopfhörer zu veräußern. Ja, ist schon mal alles ein bisschen seltsam. Ja, schauen wir mal. Hier, das ist auch ein Angebot, was ich hier schon als Favorit markiert habe. Und zwar hier sehen wir wunderschön die AirPods-Packung von dem MacBook hier, eingeschränkte Garantie. Gibt es noch gekauft im August. Und da haben wir noch ein zweites Bild dabei mit der Rechnung. Da gehen wir jetzt tatsächlich wirklich mal schnell in die Favoriten rein, weil
merkt euch mal hier das Bild mit dem Computer und diese Rechnung. Das gibt es nämlich nochmal. Ich gehe mal hier in die Favoriten rein. Ich scroll mal ein bisschen runter. Wir hatten das mit die 2 Bilder und dann gibt es hier nochmal das gleiche und haltet euch fest, das Bild, das kommt euch doch bekannt vor, gell? Das war hier haben wir 7 Bilder, da haben wir wieder genau das gleiche Bild. Es ist aber ein total anderer Anbieter hier, aktiv seit 30.12.25, das ist Stand heute von dem Video, keine 14 Tage altes Konto. Das bedeutet, Warnzeichen, Konten, die noch nicht lang dabei sind, sind auch schon mal sehr verdächtig. Ja, und wenn wir gleich bei dem hier sind, bleibt man da gleich mal dabei. Wir sehen jetzt hier im Prinzip vor dem MacBook hier das Ding mit eingeschränkter Garantie. Wir sehen jetzt hier auch die Packung. Und wenn wir da mal schauen und ein bisschen reinschauen, dann ja, sehen wir hier zwar eine schöne Verpackung, aber ja, wenn wir hier mal an die Seite schauen und da sehe ich das schon, ich habe da den Blick dafür, zwischen diesem S und Serial, da ist kein Leerzeichen dazwischen. Bei ganz, ganz vielen Fake-AirPods ist zwischen Serial Number und diesem S in Klammern kein Leerzeichen. Da gehört ein Leerzeichen rein, sofort ein Indiz, dass es sich hier um ein Fake handelt. Also dieses ganze Angebot und auch die Rechnung, die ist komplett fake. Ich meine sogar, dass ich diese Rechnung mit diesen AirPods auch schon mal in Online-Foren gesehen habe, wo genau die Frage eben war, ist es ein echtes AirPod-Angebot oder nicht? Gerade so Rechnung hier kann man auch sehr gut mit KI fälschen oder halt einfach anderweitig manipulieren. Ja, also da wirklich aufpassen. Ja, aber nochmal zurück zu unserer Suchliste und wir schauen einfach mal weiter. Ja, da habe ich ja auch nochmal einen kleinen Merker schon als Favorit hinterlegt. AirPods Max, 470 €, schon eine Stange Geld hier. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich mache hier mal das Bild größer, dann fällt mir sofort eine Sache auf. Fällt es euch auch auf? Was mir hier auffällt, das ist hier oben, schaut mal, dieser Blitz und man sieht ganz klar, dass sich diese AirPods in einer Einschweißfolie befinden. Einschweißfolien gibt es bei Apple absolut nicht. Apple legt ja Wert auf Umweltschutz, auf nachhaltige Verpackung und Apple würde niemals mehr Produkte in Plastikfolie einschweißen. Ja, wenn wir dann weiterschauen, ja, da haben wir so eine Aufrisslasche an der Seite und da sehen wir es auch nochmal ganz klar. Da ist eine Folie drum. Mehr Fotos sind da leider nicht, aber das sind definitiv gefälschte AirPods Max. Naja, Zufriedenheit sagt ja auch schon einiges aus. Naja, sage ich jetzt auch. Okay, lasst uns mal weiterschauen. Ja, da haben wir AirPods 2. Wenn wir da anschauen, das schaut jetzt augenscheinlich in Ordnung aus. Was man auch immer schauen kann, ist das Herstellungsjahr, was da angegeben ist. Das ist jetzt hier nicht zum Sehen. Ja, grundsätzlich muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also selbst, ihr seht es, selbst ich mit dem geübten Blick, auch ich bin manchmal echt skeptisch. Und was macht ihr als absolute Laien, wenn ihr hier meint, ihr macht ein gutes Angebot? Also wirklich sehr, sehr gefährlich. Hier habe ich wieder einen Favorit reingelegt. Schauen wir mal, was da der Haken war. Ja, sind hier schon runtergesetzt. Ungeöffnet. Der hat jetzt hier neuen Anzeigen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen, möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. An sich jetzt erstmal nichts Verdächtiges. Wir sehen jetzt hier die Verpackung. Und ja, was wir hier sehen, wir haben wieder das typische, keine Leerstelle zwischen S und Serial. Und
Wir sehen auch hier, dass es sich um einen ganzen Aufkleber handelt. Also der Aufkleber ist in einem Stück. Normalerweise besteht dieser Aufkleber aus 2 einzelnen Aufklebern. Aus diesem linken Teil und ein Aufkleber aus diesem rechten Teil. Wenn das alles ein Aufkleber hier zusammen ist, dann handelt es sich hier definitiv um eine Fälschung. Schauen wir mal, was sonst noch für Fotos sind. Ja, da hinten gibt es dann auch manchmal, gerade hier unten, noch ein paar Auffälligkeiten, bei denen jetzt nicht, aber da kommen wir auch noch dazu. Ja, auch von hinten so der Blick auf diese Packung, das wirkt alles vom Spaltmaß, das wirkt alles nicht so harmonisch, wie man es von Apple gewohnt ist, und auch da sieht man relativ, leicht ist vielleicht übertrieben, aber man sieht, dass es nicht authentische AirPods sind. Ja, dann schauen wir mal weiter. AirPods 4 mit ANC, neu nur ausgepackt, Rechnung da, 199 €. Ich verkaufe meine AirPods, die gestern gekauft wurden. AirPods wurden nur ausgepackt, nicht benutzt und sind somit neuwertig. Leute, wer kauft für 200 € AirPods und verkauft sie am nächsten Tag für, was haben wir hier, 70 € weniger? Das kann es doch fast nicht sein. Also das ist absolut unglaubwürdig. Also entweder braucht hier wirklich jemand dringend Geld oder auch das ist hier fake oder die Kopfhörer gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Ja, teilweise hat man hier wirklich nur ein Bild drin. Da wirklich vorsichtig sein. Also wenn ihr hier nicht wirklich viel seht, das Bild kann ich mir von überall runter kopieren. Und das heißt noch gar nichts. Ja, viele geöffnete Produkte. Hier haben wir auch nochmal AirPods, was sind das? 2. Generation. Ja, 2. Generation. Erstmal schaut diese Schachtel, schon etwas mitgenommen aus. Aber die 2. Generation Apple AirPods Pro 2025. Wann sind die rausgekommen? Ja, ich muss jetzt gerade mal hier nachschauen. AirPods Pro 2. Generation sind 2022 rausgekommen. Das bedeutet, die Angabe 2025 hier in Verbindung mit dem AirPods Pro 2. Generation, ist schon mal nicht ganz vertrauenserweckend. Ja, wir schauen mal weiter. Da haben wir AirPods 4. Ja, schauen wir mal. Ja, da kann man fast nichts erkennen. Das ist wirklich blöd. Müssen wir leider das nächste Mal nehmen. Was haben wir denn hier Schönes? MagSafe Charging Case. Da kenne ich mich leider gar nicht aus. Mit die Charging Case ist einfach dabei. Apple AirPods 4. Schauen wir da mal. Ja, die Packung. Also die könnte, ohne dass ich es jetzt noch, wir haben leider hier nur ein wirklich aussagekräftiges Bild, das hier nicht wirklich genau sagen, aber was mir hier auffällt, seht ihr, dass diese Schrift so ein bisschen erhoben ist, so ein bisschen so einen Buckel macht. Das ist normal ein Zeichen für einen hochwertigen qualitativen Druck und den findet man normal eigentlich nicht bei Fake AirPods. Dennoch, wie gesagt, die 100%ige Sicherheit hier auf Kleinanzeigen gibt es leider nicht. Ja, AirPods 2. Generation von 2019, kleiner Tipp, die sind absolut kaputt. AirPods von 2019, ich habe selber viele verschiedene AirPods gehabt, gerade die älteren, die sind schon alle komplett defekt, die Akkus gehen kaputt, die Ladecases funktionieren nicht mehr. Ihr tut euch keinen Gefallen, ihr kauft kaputte Ware, also da mein Tipp, Finger weg. Ja, schauen wir weiter. Ja, da haben wir auch nochmal AirPods 2. Generation, aber passt auf, was sehen wir hier? Wir sehen eine glänzige Oberfläche, das heißt, wir haben hier wieder ein Produkt, was eingepackt ist und da sehen wir es auch richtig schön, die hässliche Einschweißfolie hier und da hinten, ja, die Packung schaut auch total verbogen aus, irgendwie total nach innen eingedrückt, Schriftart schaut auch seltsam aus, Copyright 2024 für diese uralten AirPods 2. Generation, diese langen, dünnen, die neuen, die sind ja so kurz und ein bisschen bauchiger und die anderen, die waren diese langen, dünnen AirPods, absoluter Fake. Ja, schauen wir hier nochmal weiter. AirPods 3 White, original verpackt.
Ja, was mir da auffällt, wir haben zwar hier hinten Lieferschein, alles so ein bisschen geschwärzt, aber das Foto, das wirkt relativ pixelig, das Ganze. Also es kann durchaus sein, dass dieses Foto hier geklaut worden ist und auch hier hinten dieser Lieferschein, ganz einfaches Indiz auch oft, wo Vertrauen erweckt wird, das Ding aber trotzdem gefälscht ist oder gar nicht vorhanden ist. Also da wirklich aufpassen. Nur weil eine Rechnung ist, heißt das noch gar nichts. Dann haben wir auch nochmal ganz alte AirPods. Ja, zweite Generation neu und ihr seid jetzt auch schon wirklich geschulter und ihr seht schon hier am Rand dieses Glitzern. Deutet doch schon wieder voll auf unsere Spiegelfolie hin, also diese Plastikfolie drumherum. Schauen wir mal weiter. Ja, hier sehen wir auch ganz deutlich Plastikfolie drum. Ja, und da haben wir nochmal einen besseren Blick drauf. Ja, und das sehen wir eindeutig in Plastik eingeschweißt. AirPods Pro, zweite Generation, 25. Hatten wir ja gerade schon das Thema mit dem Datum. Ja, also hier auch wieder Fake. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir noch viele ausgepackte. Da haben wir auch noch ein Angebot. Das schaut auch extrem verpixelt und klein aus, das Bild. Ich kann es gar nicht größer machen. Das ist auch irgendwo rauskopiert. Das passt nicht zu den anderen. Und schaut mal, hier schaut es noch relativ so normal aus. Hier total fleckig. 2024 AirPods Pro könnte aber hinkommen. Ja. Ich weiß auch nicht. AirPods Pro zweite Generation. Hier haben wir nochmal genau die gleichen Bilder. Gerade das gleiche, was wir gerade hatten. Schaut's mal. Wieder das gleiche mit die Flecken. Schauen wir mal, was hier. Hier haben wir einen Werner. Aktiv seit 11.01.26. Das ist wenige Tage her. Was hat der denn noch im Angebot? Ja, auch noch Kopfhörer. Und den wir davor hatten, mit dem gleichen Bild, das war das hier oben. Diesmal, ja auch ein Werner. Gleich Kopfhörer, 11.01. Es kann aber eigentlich nicht der gleiche sein, aber wir haben hier zweimal das gleiche Angebot drin. Einmal hier oben mit diesem Türkisen und einmal da unten. Sogar die Bot-Accounts sind jetzt sogar schon doppelt drin. Wahnsinn. AirPods, original verpackt mit MagSafe Case. Schauen wir mal. Ja, mit diesem Holster dahinter hatten wir auch schon jetzt einige Fotos da dabei. Hier leider auch nur ein Foto. Ja, vorsichtig. AirPods Pro dritte Generation, neu und versiegelt. Lasst uns da mal drauf schauen. Ja, die Qualität von dem Bild, ich weiß selber nicht. Ja, kann auch natürlich im Dunkeln aufgenommen worden sein. Was schreibt er hier? Brandneu, Privatverkauf, neu und unversiegelt. Ist schon länger mit dabei. Ist aber auch nicht zu 100% ein Indiz, dass es passt. Ja, denn es gibt in der Vergangenheit immer wieder Fälle, wo Accounts einfach durch einen Phishing-Angriff übernommen worden sind und augenscheinliche Kleinanzeigennutzer, die schon sehr gute Bewertungen haben und die schon sehr lange hier dabei sind, haben dann trotzdem Betrug gemacht, ja, weil hier einfach Verbrecher das Konto übernommen haben und dann einfach Produkte eingestellt haben, die es gar nicht gibt. Ja, das war das Bild, was wir schon hingeschaut haben. Jetzt mittlerweile während unserem Live-Video hier bereits gelöscht. Entweder gemeldet oder es hat sich irgendein Dummer gefunden, der gemeint hat, hier ein Riesenschnäppchen zu machen. Ja, und da haben wir auch nochmal einen eingemerkten. Was war hier der Grund? Ja, 2021... 2021, AirPods dritte Generation 2021. Ja, da bin ich mir gerade auch ziemlich unsicher. AirPods dritte Generation, sind die 2021 rausgekommen?
Ich weiß es nicht. Wenn es ihr wisst, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Aber ja, ich wäre vorsichtig. Ja, hier haben wir nochmal wieder das gleiche Bild. Unsere AirPods Max mit der Spiegelfolie oben drauf. Seitenverpackung, Rückseite. Genau das gleiche haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Man sieht, in welcher Masse hier über Bot-Accounts oder kompromittierte Accounts immer wieder die gleichen Angebote mit den gleichen Bildern hier eingestellt werden. Also Produkte, die es überhaupt nicht gibt, wo es ihr dann unter einem Vorwand dazu verleitet werdet zu zahlen mit PayPal-Freunde oder per Sofortüberweisung. Und wenn es ihr dann überweist, der Verkäufer stellt den Kontakt ein und dann ist euer Geld weg. Ihr könnt definitiv nichts mehr machen, das Geld nicht mehr von der Bank zurückholen, auch an PayPal reklamieren, hilft nichts, weil ohne Waren- und Dienstleistung habt ihr ja auch keinen Käuferschutz. In diesem Fall auch das Kaufsystem nutzen, aber auch da gibt es gespaltene Meinung zum Kaufsystem, denn es gibt auch betrügerische Absichten, die kaufen über das Kleinanzeigen-Bezahlsystem. Der Verkäufer schickt die Ware, der Käufer macht dann einen Fall bei Kleinanzeigen auf, sagt dann, die Ware war anders als beschrieben oder es lag statt einem Handy eine Tafel Schokolade drin und sie sind betrogen worden. Dann kriegen sie das Geld zurück, sie behalten die Ware und man selber als Verkäufer hat sein Handy verloren und man hat auch kein Geld. Also man kann schon verstehen, dass hier viele zu Recht misstrauisch sind. Also es bleibt hier eine Plattform von gegenseitiger Skepsis. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig. Ja, schauen wir noch ganz kurz, vielleicht finden wir hier noch ein Produkt, was uns hier auffällt. Apple AirPods 2, sehr guter Zustand. Was ist mir da aufgefallen? Die AirPods Pro 2. Ja, ich habe sie hier selber da liegen. Und wenn ich mir die AirPods Pro 2 anschaue, ich halte sie hier mal ganz nah rein. Und was uns da auffällt, ist dieser kleine Streifen hier oben, der ist wesentlich kleiner. Ihr seht es ja gerade, sie drehen sich jetzt hier unten gerade auf dem Bildschirm. Dieser schwarze Streifen, der ist wesentlich kürzer hier bei den AirPods und der ist da oben. Also dieser Streifen hier viel zu lang. Man sieht auch, hier ist der Lautsprecher, da wird das irgendwie per Maske größer gemacht. Und ja, die schauen auch sehr seltsam aus. Mittlerweile wirklich, aber vom Äußeren hier von hinten schaut es wirklich sehr gut aus. Auch die Hüllen teilweise sehr gut. Die Verpackung auch. Da kurzer Hinweis. Ja, und da sehen wir es schon. Also hier die Packung passt nicht ganz bündig drauf. Und wir sehen hier wieder das S und Serial, fehlt der Leerraum. Ja, eindeutig Fakes. Da noch ein Hinweis, bevor wir hier fertig sind. Ja, es kann natürlich auch sein, dass ihr hier Originalhüllen seht, aber die AirPods, die da drinnen sind Fake. Es gibt immer wieder Fälle, wo zum Beispiel Original-AirPods bei Amazon bestellt werden. Die Original-AirPods werden rausgenommen. Man macht replizierte, also gefakte AirPods rein und schickt die ganze wieder zurück, sodass man im Besitz von Original-AirPods ist und der Nächste, der dieses ermäßigte Produkt kauft, kauft dann die Fake-AirPods. Ein Punkt, den man ausprobieren kann bei Fake AirPods ist, oder wenn ihr irgendwo AirPods kauft, ist, tut die AirPods mit eurem Gerät verbinden und versucht 3D-Audio zu aktivieren, weil diese ganzen Hinweismeldungen hier, diese Pop-up-Meldung, wenn ich hier die Hülle aufmache und wir sehen hier auf dem Display, dass sich hier die AirPods in Verbindung bringen, diese Nachrichten können mittlerweile sehr gut gefälscht werden. Auch bei chinesischen nachgebauten AirPods funktioniert mehr oder weniger gut die Geräuschunterdrückung. Doch das 3D-Audio setzt auf eine Echtzeit-Kopferfassung und das bringen die Fake-AirPods definitiv noch nicht hin. Und wenn ihr zum Beispiel Apple Music startet und das 3D-Audio, dass sich das Audio um euch herum mitbewegt, funktioniert nicht, dann ist es der ultimative Trick, rauszufinden, ob diese AirPods fake sind oder nicht. Ja, habt auch ihr schon mal negative Erfahrungen gemacht bei Kleinanzeigen? Ganz bestimmt. Lasst es mich in die Kommentare wissen. Wir werden auch nochmal ein ähnliches Video in dem Format machen. Wir werden uns nochmal andere Betrugsmaschen auf den Plattformen anschauen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war spannend, ihr habt noch was dazugelernt, ihr fallt hoffentlich nicht auf diese Masse an Fake-AirPod-Produkten rein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder informiert, wenn ich neue Videos zur IT-Security hochlade. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nichts über die Verkäufer hier sagen, ob das jetzt Fake-Konten sind, wo hier Betrugsversuche in purer Absicht eingestellt werden oder ob es manchmal ganz normale Menschen wie ihr oder ich seid, die in gutem Gewissen hier ihre AirPods einstellen, aber gar nicht wissen, dass sie Fake-Produkte haben. Deswegen möchte ich das Ganze einfach mal ohne Wertung da lassen. Wenn ihr Fake-Produkte findet, ihr könnt es auch über die Melden-Funktion in der App diese Fake-Produkte melden. Ich selber habe auch schon mal hier in Vorbereitung auf das Video heute hier ein paar Produkte gemeldet. Ich blende euch hier auch mal so eine Mail ein, wie sie dann von Kleinanzeigen zurückkommt, dass das Produkt dann aus Kleinanzeigen gelöscht worden ist. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Raik.